Hallo Beatrice, ich freue mich sehr, dass du aus Bologna nach Frankfurt gekommen bist, damit wir die Frage besprechen, wo in der Welt befinden sich die Fragmente der zerschnittenen Bücher, Kodizes, heute. Du bist Kunsthistorikerin und spezialisiert auf italienische Malerei und Buchmalerei. Du kamst 2022 nach Frankfurt, um dir bestimmte Fragmente aus der Linell-Sammlung anzuschauen. Wieso wurden die spätmittelalterlichen Kodizes als Bücher mit Illuminationen zerschnitten? Kannst du sagen, wann, wo und wer die Bücher zerschnitten hat? Vielen Dank, Eva, für die Frage. Ich freue mich, dass ich da bin. Also, die illuminierten Fragmente existieren aus verschiedenen Gründen. Da Miniaturen aus wertvollem Material wie Pergament bestehen, könnten natürlich Handschriften zerlegt werden, um die Miniaturen daraus wieder zu verwenden. Bereits im Mittelalter und in der Renaissance nutzen Buchkünstler und Buchhandwerker alte Miniaturen zur Verzierung neuer Bücher oder Bucheinbände. In der Renaissance begannen dann Sammler, prächtige Miniaturen gezielt auszuschneiden, um sie als Kuriositäten zu sammeln. Sie fanden ihren Weg in Schatzkammer, zusammen mit Edelsteinen, Schmuck und Naturalien. Im 17. Jahrhundert gibt es auch bekannte Fälle, in denen Bibliophilen häufig Alben aufbewahrten, in die Miniaturen eingeklebt wurden. Ein Beispiel ist Karl Ferdinand Friedrich von Nagler aus Ansbach, dessen Miniaturenalben heute in Berlin im Kupferstichkabinett aufbewahrt werden. Im 18. Jahrhundert erreichte dann das Ausschneiden der Miniaturen ein nie dagewesenes Ausmaß. Die Folgen der Französischen Revolution, Napoleons Feldzüge und natürlich die Säkularisation führten zur Auflösung religiöser Einrichtungen. Diese Ereignisse brachten eine große Anzahl von Handschriften auf den Kunstmarkt, die die Geburt neuer Sammlungen förderte. Miniaturen wurden dadurch als Beispiele einer verlorenen primitive Kunst wiederentdeckt, da sie im Vergleich zu mittelalterlichen und Renaissance-Handschriften viel besser erhalten waren. Ich nenne nur zwei Beispiele. In Heidelberg sammelte die Brüder Boissiere zahlreiche Miniaturen aus der Choralbücher von St. Clara in Köln ein, um die Ursprünge der Kölner Schule in ihrer Gemäldesammlung zu zeigen. Gleichzeitig schlug der Kunsthistoriker Gustav Wagen Sammler vor, prächtige Miniaturen und Fragmente für private Altmeistergalerie zu erwerben. Und dann noch weiter im 19. Jahrhundert, insbesondere im Rahmen der Arts and Crafts Bewegung, dienten Miniaturen als Vorbilder für künstlerische Handwerke, Kunstakademie und die gewerbliche industrielle Produktion. Zum Beispiel wurden Miniaturen als Ornamente für Bucheinbände und Verlagslogos benutzt, Architektur und Inneneinrichtungen. Zudem spielten illuminierte Fragmente auch eine sehr wichtige Rolle als Zeugnisse des Bucherstellungsprozesses in all seinen Formen. Miniaturen wurden also von Künstlern, Buchkünstlern, Kunstakademie und Architekten gesammelt. In Frankfurt sammelte der Künstler und Architekt Karl Theodor Reifenstein Miniaturen und klebte sie in Alben ein. Auch die neue Technologie, wie zum Beispiel Chromolithografie, ermöglichten Publikationen mit Reproduktionen mittelalterlicher und Renaissance-Handschriften.
Und diese reichten von Luxusausgaben für aristokratische Bibliophile bis zu Handbüchern für Künstler. Und noch weiter am Ende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gelangten systematisch mehrere Miniaturen über Kunstmärkte und private Sammlungen zu öffentlichen Bibliotheken und Museen. Und dort wurden sie zu zentralen Forschungsobjekten wie für die neuen Disziplinen wie Buchmalerei und Kodikologie und Paläographie. Beatrice, wo in der Welt befinden sich heute die Fragmente und in welcher Art von Institutionen? Wie gehst du bei deiner Suche vor? Naja, erfahrungsgemäß gibt es 5 wichtige Orte, an denen sich Fragmente finden lassen. Erstens Kupferstichkabinette und Sammlungen für Grafik, wie das Kupferstichkabinett in Berlin oder das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Dort gelten Miniaturen als Denkmäler der Kunstgeschichte des Westens, zusammen mit Handzeichnungen und Druckgrafik. Zweitens, Museen für angewandte Kunst, wie das macht hier in Frankfurt. In diesen Museen wurden Miniaturen als dekorative Vorlagen und ornamentale Muster gesammelt oder wie Zeugnisse des Bucherstellungsprozesses. Drittens, Bibliotheken. Bibliotheken, die Sammlungen alter Bücher bewahren, darunter Handschriften, Inkunabel und Druckwerke, wie die Staatsbibliothek in Bamberg. Viertens, Privatsammlungen. Es gibt weltweit Sammler, die entweder unsystematisch Miniaturen erwerben oder ganze Sammlungen besitzen, die nur auf Miniaturen bestehen. Mein Favorit unter den Privatsammlungen ist die von Enrico Frascione in Florenz, die mehrere sehr wichtige Fragmente aus den schönsten Handschriften der Toskana oder Umbriens umfasst. Fünftens, zuletzt der Kunstmarkt. Aktionshäuser wie Christie's oder Sotheby's handeln ebenfalls mit Miniaturen und Fragmenten. Daneben gibt es auch spezialisierte Aktionshäuser, die sich ganz auf Miniaturen konzentrieren, wie zum Beispiel Jörn Günther. Das sind normalerweise meine Ziele, wenn ich nach Fragmenten suche. Wie wichtig ist die Digitalisierung für die Zusammenführung der Fragmente? Lassen sich die zerschnittenen Kodizes über die Digitalisate virtuell wieder zusammenführen? Ja, auf jeden Fall. Die Digitalisierung ist essentiell. Sie ermöglicht es Bibliotheken, Museen, Privatsammler, Forschende, Studierende, neue Fragmente zu identifizieren, zu beschreiben, zu transkribieren und natürlich Fragmente desselben Buches virtuell zusammen wiederzusetzen. Die Digitalisierung ist nicht nur für Spezialisten wichtig. Auch das breite Publikum hat die Möglichkeit, diese Sammlungen kennenzulernen und Interesse daran zu entwickeln. Ein tolles Beispiel ist die Digitalisierung der Mach-Miniaturen hier in Frankfurt, die dank deines Engagements ein großer Erfolg geworden ist. Die Initiative ist ein Gewinn, nicht nur für die Stadt Frankfurt, sondern auch für Deutschland, für Wissenschaftler und Kunstliebhaber weltweit, die endlich die Fragmente betrachten, erleben und einfach genießen können. Beatrice, du hast aus unserer Sammlung etwa 100 Fragmente neu bewertet. Wie beurteilst du die Sammlung des Museum Angewandte Kunst, unsere Linell-Sammlung? Ja, genau. Vor 2022 kannte ich nur wenige Fragmente aus der Linell-Sammlung dank der Schwarz-Weiß-Fotos im Katalog von Georg Swarzenski und Rosi Schilling aus dem Jahr 1929. Doch als ich mit dir die Gelegenheit hatte, die Sammlung zu erkunden, war das ein unvergesslicher Moment.
Du hast mir eine Miniatur nach der anderen gezeigt aus Bologna, Toskana, Venedig und Ferrara. Und ich war echt überwältigt, als ich bekannte Werke berühmter Buchmaler erkannte. Und ich versuchte sofort, mich zu erinnern, wo ich ähnliche prächtige Miniaturen aus derselben Schriften und Künstler schon gesehen hatte. Und jetzt, da wir gemeinsam diese Fragmente studiert haben, kann ich mit Überzeugung sagen, dass die Linel-Sammlung ist von großer Bedeutung, nicht nur wegen der außergewöhnlichen Qualität der Miniaturen, sondern auch als ein sehr schönes Beispiel für die Geschichte der Miniaturensammlung in Deutschland. Mich hat von Anfang an fasziniert, dass die Linel-Brüder solche bedeutende italienische Miniaturen erworben hatten. Es gibt in Deutschland nur wenige vergleichbare Fälle von Privatsammlern, die ähnlich prächtige italienische Buchmalerei sammelte. Ein Beispiel ist Johann Anton Rimbaud, dessen Sammlung ursprünglich in Köln eingerichtet wurde. Herrlich, als ich die Linel-Sammlung zum ersten Mal sah, dachte ich, das ist absolut fantastisch. Das Mark besitzt mit Sicherheit eine der besten Miniaturensammlungen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Beatrice, vielen Dank für das tolle Gespräch.